Servus Leute, also ihr habt ja jetzt schon ein Video gesehen, hier von der Scheune in Kleinvillas und wie es so aussieht, der Indoor-Trainingsbereich, aber in den letzten Wochen hat sich echt nochmal extrem viel getan. Sorry, dass ihr quasi da nicht dabei sein konntet, also es kam echt eins nach dem anderen und dann war es schwierig, ich konnte auch noch dran denken, Janis Kamera, dies, das. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein kleines Update für euch, was sich so getan hat in der Scheune und ich nehme euch einfach mal mit. Fangen wir hier an, wie ihr hier sehen könnt gleich. Hängt noch ein Fahrrad dazu. Das ist mein Briefrad, wo ich 220 gefahren bin, das schwarze. Das war's. Aber was soll ich dazu sagen? Cooles Fahrrad. Ja, ich denke, was viel interessanter ist, Leute denken sich so, was ist los? Was viel interessanter ist, wie die Werkstatt sein, gehen wir in die Richtung. Auf geht's. Also hier habe ich mir gedacht, wie könnte ich das so trennen? Und dann habe ich gedacht, so, ja, Paletten habe ich eigentlich genug rumliegen, also nehme ich Paletten dafür, bevor ich irgendwie was Neues kaufe oder sowas. Dann habe ich quasi so eine Art Bar gebaut. Also hier haben wir alles, was man braucht, von Zentrierständer, alle Art von Werkzeug, Bohrmaschine, Flex, hier unten sind Reifen, Felgen, hier hinten hängen noch Felgen, Schläuche, Kurbeln, Bremsen, sogar ein paar Helme für die Akademiefahrer, also wirklich alles, was man braucht. Hier tue nicht nur ich meine eigenen Räder quasi reparieren oder aufbauen oder wie auch immer, sondern halt auch Räder für die Akademie, wie zum Beispiel das hier. Da muss ich gerade eine Bremse entlüften und man muss was einstellen am Tretlager. Einfach für jeden, der eigentlich kommt hierher zum Training, kann sich quasi auch hier bedienen an der Werkstatt, wenn irgendwas am Fahrrad ist. Ich denke, das ist extrem wichtig, weil oft geht doch irgendwie was zugrunde während dem Training und dann ist schon praktisch, wenn man eine Werkstatt hat, noch ein paar Ersatzteile da hat. Yes. Gehen wir hoch. Let's go. Also was für mich hier das größte Highlight ist, ist einfach Folgendes. Licht. Ja, auf das habe ich ewig gewartet. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt nehmen wir jetzt selber in die Hand, tun quasi hier Licht installieren. Da haben mir der Achim und der David extrem viel geholfen. Hier die Kabel verlegen und dann die Strahler anzuschließen. Also da nochmal danke an die zwei. Das ist auf jeden Fall mega gut. Genau, auf der Seite hier, das ist eigentlich ziemlich gleich. Viel wichtiger ist quasi hier oben. Hier Treppe hin montiert. Hund, komm mit, go! Komm hoch! Geduld, Alter! Hier hat sich extrem viel getan. Es war ja geplant, dass wir hier den Boden auslegen mit OSB-Platten, dass er einfach gestärkt ist. Hier an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Wertheimer in Bretten. Also der Wertheimer hat dir dann die OSB-Platten geliefert und 50 € Paletten geliefert, wo wir dann verwenden konnten, zum hier den dritten Stock, also ich nenne es quasi hier der dritte Stock, der oberste Stock, um den voll aufzubauen. Und Fokus hier war wirklich auf viele technische Sachen. Die Hindernisse sind alle festgeschraubt, praktisch mit dem Holzboden kann man einfach alles fest montieren. Ja, kommt einfach mal mit. Also ihr seht hier, Trail Dog. Komm hoch, Balance hier. Balance. Ja, okay, müssen wir noch üben. Also ja, Vorführeffekt. Sorry dafür. Das haben wir doch vorher abgesprochen, Mann. Ha? Hast du vergessen? Also hier ganz viel Balance, viel technische Sachen, aber auch immer hier wieder mit dem Mix drin, dass wir irgendwie was Hoches und was Weites haben. Komm, nicht da runter. Also wie gesagt, auch hohe Hindernisse, aber dann mit technischen Hindernissen verbunden. Also wenn ihr auf einen guten Trainingsstand, auf ein gutes Level kommen wollt, dann schaut, dass ihr auch euer Gelände so daheim aufbaut. Wenn ihr das macht, einen Mix zwischen technisch und hoch und weit, dann seid ihr eigentlich auf dem besten Weg. Verschiedene Möglichkeiten, Prall auf 8 Paletten, Prall auf 9 Paletten mit einer schrägen Palette unten dran, einfach um die Technik richtig zu lernen. Und später dann kann man hingehen und sagen, okay, hier Praller 10 Paletten, auch mit einer schrägen Palette, ja genau. Schaffst du das? So ungefähr, ja. Aber das gehen wir dann nochmal durch. Crazy. Ja, Mann. Alter, das ist crazy. So neugierig, crazy. Dann hier, was mir ganz wichtig war, dass wir auch mal wirklich einen langen Balken haben, wo sich quasi gar nicht verändert, der durchgehend
auf der gleichen Ebene ist, weil das kommt auch auf den Wettkampf dran. Und wir vernachlässigen das viel zu oft im Training. Dann fällt man drauf, fällt direkt runter, man denkt sich, was ist eigentlich los? Ein 5-Jähriger würde das auch schaffen. Also Basic, das ist wichtig, auf die kommt es an. Oder? Was denkst du? Yes, habe ich recht. Also, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich bin mega froh, dass wir hier fertig sind im oberen Stockwerk, dass wir Licht haben, dass wir auch wirklich bei schlechtem Wetter oder wo es noch ein bisschen kälter war, dass wir hier drin trainieren konnten. Das ist echt ein mega, mega großer Vorteil. Vielleicht eine Sache noch, wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, meldet euch einfach, weil so eine Möglichkeit, wie es gerade hier gibt, glaube ich, hat keiner anderer hier in ganz Deutschland. Meldet euch einfach und dann machen wir ein Training zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Video, oder? Sehen wir uns beim nächsten Video? Vielleicht, wenn ihr Bock habt, guckt zu, wenn nicht, dann...